Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um eine Kombination aus Bias-Lernen, also dem probabilistischen Lernen und dem unüberwachten Lernen. Ja, was wir hier bekommen, ist eben so eine Punktwolke zum Beispiel und der EM-Algorithmus, der clustert mal wieder, nämlich wunderbar so in etwa das und das hier. Wobei wir annehmen müssen für den EM-Algorithmus, dass wir hier eben eine Normalverteilung haben. Sprich, wir haben in der Mitte von unserem Cluster sehr, sehr viele Datenpunkte, wobei wir nach außen hin immer weniger haben und hier nur noch ganz spärlich ein paar wenige. Hier genauso, also, das wollte ich nicht. In unserem Mittelpunkt sind ein Haufen Daten und nach außen hin werden es immer weniger. Das ist das Tolle oder das nicht so Tolle beim EM-Algorithmus, wir müssen was annehmen. Praktisch gesehen ist es aber so, wir lernen nicht irgendwie so eine Verteilung hier, sondern wir lernen Gauss-Verteilung. Also wir haben sowas hier gegeben, sagen wir mal im zweidimensionalen, ja, mehr oder weniger eindimensionalen sogar. Wir haben sowas hier gegeben, wunderschöne Gauss-Verteilung von Hand gezeichnet, ich bitte um Verzeihung, sowas, und der EM-Algorithmus findet uns genau diese Trennstelle hier in der Mitte. Ja, und das kann der ziemlich gut, der ist da wirklich sehr gut drin und deswegen würde ich euch den auch tatsächlich sehr empfehlen. Was wir jetzt also machen müssen, ist erstmal annehmen, dass unsere Daten Gauss verteilt sind. Das geht leider nicht anders. Und danach müssen wir hier genau den Algorithmus benutzen. So, also am Anfang haben wir einfach mal, wir sind ja im unüberwachten, haben wir also xi gegeben. Das heißt, irgendwelche Datenpunkte, die haben natürlich wieder mal Attribute, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, und dann haben wir hier die Hypothese, die wir suchen mit den Mittelpunkten C1 bis CK Zentrum oder M1 bis MK. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Genau. Und jetzt machen wir Folgendes. Unser Konzept ist jetzt, wir nehmen an, dass wir H kennen und klassifizieren unsere XI. Im Prinzip wie beim K-Means, nur ein bisschen anders klassifizieren wir das Ganze, nämlich probabilistisch. Genau, wir klassifizieren also diese XI bzw. berechnen uns den Erwartungswert nachher. Das ist der E-Schritt, deswegen Expectation und Erwartung, also E. Und danach berechnen wir den Maximization-Schritt, also M, und berechnen eben dieses H hier neu. Im Prinzip sehr ähnlich wie der K-Means-Algorithmus. Und ja, fangen wir an. Wir müssen erstmal initialisieren. Wie machen wir das? Naja, wir sagen mal wieder, H ist irgendwie zufällig, also diese ganzen C-Werte hier, die Zentren, die sind zufällig. Das sind übrigens die Zentren von K verschiedenen Klassen hier. Ja, die sind alle random, deswegen schreibe ich jetzt einfach mal sowas hin. Okay, und der E-Schritt macht dann Folgendes. Er berechnet den Erwartungswert von unseren Labels im Prinzip. Wir schreiben jetzt unsere x um, das machen wir hier oben drüber noch. Wir sagen, wobei wir sagen einfach nur y gleich yi am besten, ist gleich ein Tupel, ein Tripel im Prinzip sogar, aus xi, dann dem Label, dass es zur Klasse 1 gehört, also z, wir nennen es jetzt einfach mal z, weil x, y, z und so, xi, j, also dass es zur Klasse j gehört, beziehungsweise erstmal zur Klasse 1 gehört, dann, dass es zur Klasse 2 gehört, na komm schon, zi2 und so weiter und so fort, also für beliebig viele Klassen. Wir nehmen jetzt einfach mal nur den Fall mit 2 Klassen, dann passt das Ganze. Also das hier bedeutet, dass unser xi in unserer Gauss-Verteilung 1 liegt. Und das hier bedeutet, dass xi in unserer Gauss-Verteilung 2 liegt. Jeweils mit 1 oder 0. Gut, was wir jetzt in dem E-Schritt machen, ist folgendes. Wir berechnen den Erwartungswert von diesen ZIJ. Wir nennen sie jetzt ZIJ, denn es können ja beliebig große J sein. Also es muss nicht nur 2 sein, sondern es kann auch mehr sein. E von ZIJ. So, wie machen wir das? Wir sagen, E von ZIJ ist gleich, und jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert, mache ich wieder in 2 Schritten. Erstmal den oberen Teil vom Bruch und dann teilen wir das Ganze wieder. Haben wir schon mal gemacht, das war nicht so schlimm. X ist gleich xi und der Mittelpunkt ist gleich der Mittelpunkt j. Und dann sagen wir E von ZIJ
ist gleich durch gleich, um genau zu sein. Wir teilen das Ganze durch die folgende Summe, nämlich die Summe von über alle Klassen. Also P von x gleich x i gegeben m gleich, ach halt, ich habe es c genannt, ich double. Okay, c gleich c k, weil wir jetzt über diese ganzen Mittelpunkte iterieren. Ich sage jetzt einfach mal, wir iterieren über alle k drüber. So. Das bedeutet, wir haben hier im Prinzip einen Bruch stehen. Das hier steht oben, das hier steht unten auf dem Bruch. Also erstmal p von x gleich xi bedeutet, x ist xi, also die Wahrscheinlichkeit, dass unser Datenpunkt wirklich da liegt, wo xi liegt, gegeben, dass er zur Klasse J gehört. Das ist im Prinzip eine Gauß-Verteilung. Schauen wir uns das Ganze nochmal grafisch an. Die Grafik habe ich gesucht. Wir wollen also, je nachdem, wo der Punkt liegt, hat er eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Sagen wir mal, der Punkt liegt hier, ja? Dann ist er relativ, ja, mehr oder weniger wahrscheinlich, dass er innerhalb dieser Klasse hier liegt, also dieser ersten Gaußglocke, der linken Gaußglocke hier eben, aber er ist nicht 100% wahrscheinlich, denn die meiste Wahrscheinlichkeit dafür, dass er da liegt, ist eben hier. Da liegt nämlich der Mittelpunkt von unserer Gaußglocke und der liegt schon ein bisschen zu weit links, das heißt, er hat nicht wirklich die volle Wahrscheinlichkeit, dass es der Punkt ist, gegeben, dass es diese Gauß-Verteilung ist. Aber für die hier ist es natürlich noch schlechter. Okay, gehen wir wieder zurück und schauen uns das Ganze weiter an. Das hier ist einfach über alle durchsummiert, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Punkt gegeben ist, denn der Punkt ist ja gegeben, wie wir offensichtlich wissen, sonst hätten wir den Punkt nicht. Und deswegen summieren wir hier einfach über alle drüber, das heißt, wir sagen, okay, hier hat er vielleicht die Wahrscheinlichkeit 40%, hier hat er die Wahrscheinlichkeit für die zweite Gaußglocke 0%, das heißt, wir haben am Ende, wenn wir uns die Formel nochmal angucken, das hier sind 40%, also 0,4 und das hier sind 0,4 plus 0 und dann haben wir eben sowas wie 1 hier stehen. Das heißt, er gehört auf jeden Fall zur Klasse 1 dazu. Wohingegen bei der zweiten Klasse, bei der rechten Gaußglocke, haben wir die Wahrscheinlichkeit 0, der ist total unwahrscheinlich. Da, wo er gerade liegt, also der linke grüne Punkt hier, gehört auf keinen Fall zu der rechten Gaußglocke, weil die hört ja hier quasi schon auf. Das heißt, hier haben wir ziemlich genau die Wahrscheinlichkeit 0, die wir gerade eben schon hatten, geteilt durch die Summe von 0,4 plus 0. Das heißt, im Endeffekt kommt auch wieder 0 bei raus. Ja, und deswegen, so berechnen wir die Zugehörigkeit von den jeweiligen Punkten hier. Okay, was wir jetzt machen, ist ein bisschen komplizierter. Da solltet ihr ein bisschen Hintergrundwissen haben. Nämlich, jetzt geht es in die Statistik. Wir können diese ganzen Dinge im Prinzip umformulieren. Wir sagen hier nämlich e hoch irgendwas. Und deswegen, also e hoch irgendwas, e hoch 2 zum Beispiel, schreiben wir jetzt um, weil es so riesig ist, als exp von 2, ja? Damit ihr es besser lesen könnt. Das ist einfach nur eine Schreibweise. Im Prinzip steht hier e hoch 2 aktuell. Okay, weil wir hier eben so viel oben haben, sagen wir minus 1,5 und das Ganze, also ich mache jetzt mal Klammer drumherum, mal, okay, ich mache das in dem anderen Programm, das wird für euch wahrscheinlich angenehmer sein. So, da sind wir wieder. Ich glaube, es war besser, dass ich das hier gemacht habe. Die Formel sieht jetzt mega hart aus. Keine Sorge, die ist eigentlich gar nicht so schlimm. Vor allem, wenn ihr ein bisschen Ahnung von Wahrscheinlichkeiten habt, sollte euch die sogar was sagen. Das ist nämlich die Formel, die ihr für die Mittelpunktberechnung hier braucht teilweise. Oder generell, um so eine Gaußglocke zu beschreiben, braucht man in etwa so eine Formel. Wir haben also hier e hoch minus 1,5 Sigma Quadrat, wobei Sigma die Standardabweichung, also Sekunde, die Abweichung von eurem Mittelpunkt hier ist. Also je nachdem, wie weit es standardmäßig abweicht, wie flach quasi eure Gaußglocke ist. Das hier hat eine höhere Standardabweichung. Sowas hier, upsala, wie das hier. Das hat eine deutlich geringere Standardabweichung. Je spitzer also die Gaußglocke ist, desto kleiner ist die Standardabweichung. Genau, also das ist die Standardabweichung hier mal xi minus μj, wobei μ jetzt hier der Mittelpunkt ist von eurer Glocke, also in unserem Fall wäre das c gewesen.
zum Quadrat, damit es positiv bleibt, geteilt durch die Summe von allen möglichen Mittelpunkten aller Klassen. Das ist der Erwartungswert von ZIJ. Das ist im Prinzip nur eine Formel, die müsst ihr nur abprogrammieren, mehr müsst ihr davon nicht machen. Und damit könnt ihr jetzt die Zugehörigkeit berechnen von unserem Datenpunkt XI zur Klasse J. Also das speichert ihr in ZIJ sozusagen, beziehungsweise im Erwartungswert von ZIJ. Gut. Puh. Okay. Und jetzt noch den anderen Schritt, jetzt den M-Schritt. Der M-Schritt ist nicht ganz so kompliziert. Hier benutzen wir im Prinzip auch wieder dasselbe. Ich schreibe das hier jetzt nicht mehr um. Ihr wisst jetzt, wie man den kompletten Erwartungswert hier berechnet. Ich schreibe hier nur noch hin, berechne E von ZIJ. Ihr wisst, wie das jetzt funktioniert. Und jetzt machen wir den M-Schritt. Der M-Schritt ist folgendes: Wir wollen jetzt H verbessern. Das heißt, eine neue Hypothese aufstellen, die einfach geiler ist als die andere. Und dazu müssen wir den Mittelpunkt bestimmen von jeder Klasse, weil unsere Hypothese H besteht ja aus mehreren Mittelpunkten C, 1 bis CK insgesamt. Also das heißt, wir haben K verschiedene Mittelpunkte, die wir hier berechnen müssen. Und deswegen sagen wir hier, okay, CI, also wir iterieren da logischerweise wieder durch. CI ist 1 durch M, also wobei hier M natürlich wieder mal wie immer die Anzahl an Daten ist, die wir haben. Also wir haben insgesamt xm, ist unser letztes x. Das heißt, wir haben x1 bis xm, also insgesamt m verschiedene Datenpunkte. Mal die Summe mal wieder. Die Summe über i gleich 1 bis m. Also wir iterieren über alle Datenpunkte drüber. Ups, das soll natürlich nicht hier oben hin und auch nicht da unten. Und zwar wollen wir jetzt hier einfach e von ZIJ mal xi haben. So, das war es auch schon. Das heißt, wir berechnen oder wir nehmen hier einfach den Erwartungswert. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Erwartungswert uns sagt, dass xi zur Klasse J gehört? Hier sollten wir vielleicht ein J hinschreiben. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Punkt zur Klasse J gehört, mal dem Punkt selbst? Und die summieren wir alle auf. Das heißt, wir kriegen am Ende so ein Gezerre wieder mal. Jeder Datenpunkt zerrt so ein bisschen an den Mittelpunkt und zieht den ein bisschen in seine Richtung. Aber nur so stark, wie er wahrscheinlich ist, dass er zur Klasse dazugehört, wie wir es beim K-Means auch schon hatten. Am Ende teilen wir das Ganze wieder durch die Anzahl an Datenpunkten, damit wir nicht einen immens hohen Wert kriegen und tatsächlich den Mittelwert bekommen eben. Und dann bekommen wir CJ raus. So, und wenn wir diesen M-Schritt gemacht haben, fangen wir wieder mit dem E-Schritt an. Und so weiter und so fort. Und irgendwann mal könnt ihr davon ausgehen, dass euer Klassifikator bzw. euer EM-Algorithmus alles ganz toll gemacht hat. Hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem K-Means-Algorithmus, abgesehen von der Mega-Formel, die ich euch an den Kopf geklatscht habe. Aber die liegt halt daran, dass wir Bias annehmen, bzw. eine gaußsche Normalverteilung. Okay, das war's auch schon wieder für heute und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!